Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Autofilu-Fans, hier aus dem wunderschönen, strahlend blauen Sitges in Spanien bei Barcelona. Ich darf heute den nagelneuen Cupra Born fahren und wir wissen ja, der Cupra Born basiert auf dem MEB-Baukasten, auf dem modularen elektrischen Baukasten von VW und der, vielleicht sieht es der eine oder andere von euch, kommt so schon im ID.3 zum Einsatz. Und jetzt, ungefähr ein Jahr nach dem ID.3, darf auch endlich Cupra mit dem Born durchstarten. Und ich kenne kein Fahrzeug, was grimmiger reinschaut aktuell als dieses Auto. Es ist unfassbar fesch, egal in welcher Außenfarbe. Und noch ein paar kurze Eckdaten. Wir haben hier, das Auto ist 4,32 Meter lang und damit um ungefähr 6 cm länger als der ID.3. Und der Radstand ist gleich mit 2,77 Meter. So, hier meint der Kollege Timo wieder, er ist lustig. So, Spaß muss sein. Radstand 2,77 Meter und im Vergleich zum ID.3 duckt er sich auch um 3 cm in der Höhe, also er ist 3 cm niedriger, wobei man hier sagen muss, dass an der Vorderachse das Auto im Vergleich zum ID.3 um 15 mm tiefer liegt und an der Hinterachse um 10 mm. Das Auto kommt, es gab eine Erstlingsserie Born Alpha, diese ist ausverkauft, das waren 1000 Stück für Österreich für 35,94, so um den Dreh, vor Abzug der Förderung, also er war unter 30.000 Euro zu haben und die ist ausverkauft seit ungefähr 2 Wochen, also die ersten 1000 Stück sind weg und die ersten 420 davon sollen ab Mitte November ausgeliefert werden. Also wir werden die ersten Cupra Borns auf der Straße sehen ab Mitte November und die normalen, also alle, die jetzt bestellen, einen normalen Cupra Born, die kommen auch noch ab diesem Jahr und die werden dann die mittlere von 3 Batterien haben. Das ist die 58 Kilowattstunden Netto-Batterie. Die ermöglicht eine Reichweite von 424 Kilometer nach WLTP. Dann gibt es auch noch eine 77 Kilowattstunden Batterie und die ermöglicht dann sogar 540 Kilometer sind es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und im zweiten Quartal nächstes Jahr oder zweiten Halbjahr nächstes Jahr kommt dann auch noch eine kleinere Version mit 45 Kilowattstunden Kapazität, die dann 340 Kilometer ermöglicht. Und das Besondere am Cupra oder warum hier überhaupt Cupra draufstehen darf, ist, dass es ihn auch nicht mit den klassischen 204 PS gibt, wie wir es aus dem ID.3 kennen, übrigens an der Hinterachse, sondern wir haben hier 170 kW, also 231 PS, um 20 kW mehr, also 27 PS mehr, 231 statt 204 PS und damit, also die stehen nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung, für so ungefähr 30 Sekunden und auch nur dann, wenn die Batteriekapazität über 70% ist, State of Charge, und wenn die Batterietemperatur eine gewisse Temperatur erreicht hat. Dann geht es aber dafür in sage und schreibe mit der mittleren Batterie, 58 Kilowattstunden, 6,6 Sekunden von 0 auf 100 statt in 7,3. Die große Batterie braucht 7 Sekunden als sogenannter E-Boost, also mit den 231 PS. Und ich würde sagen, genug gequasselt, das sollte eigentlich nur eine Eröffnung sein, ein Eröffnungsvideo. Ich würde sagen, wir steigen ein und fahren los und schauen es uns an. Mein Auto steht hinten am Parkplatz, da gehe ich jetzt hin. So, ich bin angekommen bei meinem Testauto für den heutigen Nachmittag. Das ist der Cupra Born 58 Kilowattstunden als E-Boost, das heißt mit den 170 PS und das ist der schnellste. Der geht eben in 6,6 Sekunden von 0 auf 100. Man erkennt die E-Boost-Modelle, also alle mit 170 kW Motorleistung, an 340 mm großen Bremsscheiben, während die Serie 330 mm große Bremsscheiben hat. Also da muss man schon sehr genau schauen. Und jetzt tatsächlich einsteigen und losfahren. So, und bevor ich losfahre, noch ein Wort zu den Sitzen. Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Sitze herinnen. Die Sequel-Sitze, die sind aus
Meeresplastik. Sequel, das ist eine Firma aus Girona, also ganz aus der Nähe von Barcelona. Die beauftragen Fischer, dass sie Plastik aus dem Meer holen, das dann verarbeitet wird zu diesen Sitzbezügen. Und wir haben hier, der Testwagen von mir hat den sogenannten Dynamica-Bezug. Das ist eine Mikrofaser, eine synthetische. Diese gibt es in diesem Blau und in einem Grau. Und Cupra legt hier sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das heißt, es gibt keine Lederausstattung. Und jetzt fahren wir los. Hier im Inneren brauchen wir nur auf die Bremse steigen und den Hebel, den Wahlstufenhebel auf D setzen für Drive und können losfahren. Jetzt geben wir aber noch, bevor wir tatsächlich losfahren, die Route ein ins System. Ziele. Villirana. So, das soll eine Nationalstraße, die soll sehr schön sein. Und die starten Bitte wir. fahren Sie zur angezeigten Route. Ah, ja. Okay, hier am Lenkrad nur noch Touch-Tasten. Man muss es mögen. Und wir fahren los. Und ich wechsle gleich hier über die Tasten am Lenkrad, kann ich hier die Drive Modes auswählen. Jetzt bin ich im Drive Profile Performance. Es gibt 5 verschiedene. Dann Cupra, ich gehe kurz alle durch für euch. Dann gibt es Individual, dann gibt es Range für die meiste Reichweite. Jetzt bitte und wenden Komfort. und der Straße Carré Rot weiter folgen. So, und wir gehen natürlich gleich auf Cupra. Ja, und wie fährt sich der Cupra Born jetzt? Tatsächlich unfassbar sportlich. Also, es ist natürlich kein Sportwagen, ich will auch jetzt hier nicht übertreiben, aber das Auto wankt zu keiner Zeit, egal ob mit der 58 Kilowattstunden oder der etwas schwereren, mehr als 100 Kilo sogar, 77 Kilowattstunden Batterie. Es wankt nicht, es neigt sich nicht in Kurven, sondern es fährt wie auf Schienen von links nach rechts. Unfassbar. Und das Schöne ist, wir haben ja die Leistung an der Hinterachse und lenken vorne. Das heißt, der Antrieb und die Lenkung sind voneinander entkoppelt. Es ist herrlich, wie dieses Ding um die Kurven geht und im Cupra-Modus eben das ESC ein Stück oder ESP ein Stück zurückregelt und dann sogar leichte Drifts zulässt. Und das soll mal was heißen. Ein Elektroauto, das nicht nur rassig sportlich aussieht, sondern auch sich so fährt. Und hier in der Kompaktklasse so ein Fahrzeug zu haben, mit diesen Sportsitzen, es gibt dann auch ein Panoramaglasdach für 1000 Euro extra. Übrigens auch eine Wärmepumpe, weil es mir gerade einfällt, die kostet glaube ich auch 1000 Euro extra. Und sogar ein adaptives Fahrwerk gibt es dann auch noch, DCC genannt. Übrigens gibt es nur 2 Rekuperationsstufen, beziehungsweise eigentlich nur eine. Es gibt den normalen Fahrmodus, da rollt das Fahrzeug einfach aus oder dahin. Und dann gibt es den den Brake-Modus. One-Pedal-Driving oder das Gefühl des One-Pedal-Driving kommt überhaupt nicht auf. Also das ist schade, ich hätte mir Lenkrad-Pedals gewünscht, wo man die Rekuperation tatsächlich auch in Stufen einstellen kann, sodass ich die Bremse, das Bremspedal gar nicht mehr brauche. Denn der Cupra Born rekuperiert immer. Also wenn ich auf die Bremse steige, er versucht zuerst mit der Rekuperation das zu regeln und dann erst legen die mechanischen Bremsen an. Das führt aber dazu, dass das Bremspedal ein teigiges Gefühl hat. Du hast keinen richtigen Druckpunkt. Also für die Kurven hat es auf der Landstraße, fürs scharfe Anbremsen fehlt dir ein schöner Druckpunkt. So, und jetzt suchen wir uns eine Ladestation und dann zeige ich euch den Ladeanschluss und erkläre euch ein paar Dinge zu den Ladegeschwindigkeiten der unterschiedlichen Modelle. Ich bin jetzt bei der Ionity Ladestation, die ich ausgewählt habe, angekommen, und bevor ich jetzt das Laden beginne und euch etwas über die Ladegeschwindigkeit erzähle, möchte ich euch noch kurz das Fahrzeug zeigen. Hier der 12 Zoll, das 12 Zoll Display. Ich wollte euch aber vor allem die Fahrdaten zeigen. Ich war jetzt 124 Kilometer weit unterwegs und habe 16,1 Kilowattstunden Verbrauch.
Wir schauen mal auf die Langzeit, was die letzten Journalisten vor mir so gemacht haben mit dem Fahrzeug. 710 Kilometer sind das, 18,3 Kilowattstunden, wobei man sieht 22 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, also nicht sonderlich hoch. Wir schauen hier ins Navigationssystem hinein. Okay, das funktioniert so scheinbar nicht. Dann muss ich hier klicken. Ich dachte schon. Hier, ihr seht schon, Ionity, Schnelllader, 350 kW, zeigt das sogar an. Ich gebe jetzt hier mal ein, einfach, ich nehme Madrid. Ich wollte zwar jetzt Wien eingeben, aber wer weiß, wie lange er für Wien rechnet. Und starten. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Sehr gut, okay. Und er wählt sogar Ladestationen von selbst aus. Oh, das ist ja toll. Okay, die Reichweite, wie lange ich laden soll, so muss das sein. Das sollte der Hyundai Ioniq 5 auch können. Der kann das nämlich nicht, war ich sehr enttäuscht zuletzt. Und jetzt schauen wir sogar auch noch auf die Rückbank. Also bis wir laden, das dauert noch. So, Rückbank. So bin ich angekommen, so bin ich gefahren, die letzten Kilometer. Hier 1,93 groß, Kopfstütze nach oben. Und okay, ja, Kopf wird eng, aber wer ist schon so groß? Wer ist schon so groß wie ich? Und Beinfreiheit auch gegeben. Also das ist wirklich unfassbar. 4,32 Meter lang und er bietet so viel Platz. Und weil es so schön ist, zeige ich euch auch den Kofferraum. Und hier gibt es nichts Besonderes, denn wir haben hier 385 Liter Volumen, doppelten Boden, drunter Platz für Kabel und Frunk, also vorderen Kofferraum, wie zum Beispiel im Ioniq 5 oder im Jaguar I-Pace, gibt es hier nicht, obwohl hier drunter der Motor ist und vorne nur die Regelelektronik. Wir haben keinen Frunk, leider. Ein Manko. Jetzt erkläre ich euch auch kurz was zum Laden, denn wir haben hier, also die mittlere Batteriegröße, die kommt serienmäßig mit 11 kW, also ihr seht hier alle Pins belegt, 11 kW Ladespeed. Wer die kleine Batterie nimmt, kriegt nur 7,2 kW Wechselstrom laden und kann es auch nicht optional auf 11 kW aufbuchen. 7,2 und 50 kW Gleichstrom DC laden. Für die kleine Batterie gibt es dann die Option auf 110 kW zu erhöhen, währenddessen diese hier serienmäßig 120 kW kann. Die größte Batterie mit 77 Kilowattstunden, die kann dann optional auch noch mit 170 kW laden. Und dann geht es rucki-zucki richtig flott und das ist doch echt mal cool. Und jetzt bin ich gespannt, ich habe es ja noch nicht so lang, die Shell Charging Card. Ich bin gespannt, 200.000 Ladestationen in Europa gibt es, bei der die funktionieren soll. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier funktioniert. Ich probiere es live aus, ich habe es noch nicht mal in Deutschland ausprobiert. Ich weiß nur, dass sie bei uns funktioniert. Start. Tu es. Okay, ich halte mal die Karte hin. So. Warum funktioniert das nicht? Ah, Vehiculo Inserte. Ich schätze mal, das heißt laden, also einstecken. So, stecken rein. Konnektion okay. Und jetzt, wenn ich nur wüsste, was Initio heißt, soll ich das mal drücken? Drücken wir mal Initio. Ah ja, jetzt authentifizieren. Jawohl, was auch immer das hier heißt, auf Spanisch, aber das Fahrzeug macht schon mal Geräusche. Das klingt doch so, als ob er jetzt laden würde. Jetzt hoffe ich, dass er mir hier was anzeigt, ansonsten werden wir gleich ins Fahrzeug schauen und schauen, was er mir im Fahrzeug anzeigt. 41% Ladezustand und wir haben hier, er lädt noch nicht, scheinbar. Jetzt fährt er hoch, 66 kW Ladeleistung. Kriege ich hier mehr Infos? Nein. Und
geht er weiter rauf. Parada, was auch immer Parada heißt. Ah ja, Parada heißt offensichtlich abbrechen. Na gut, dann breche ich ab. Oh ja, ich kann abstecken. Und das war's. Zurück in Sitges mit dem Cupra Born. Ich war jetzt einige Zeit unterwegs, 2,5 Stunden ungefähr, und strahle über das gesamte Gesicht. Das sieht nicht nur sportlich aus, sondern es fährt sich auch genauso. Das lenkt zackig ein, es ist nicht übertrieben hart, nur die Bremse müsste bissiger sein, kräftiger zugreifen. Der Motor ist ein Traum, vor allem die 170 kW Version, also 231 PS mit den 310 Newtonmeter. Das geht wie die Hölle. Heckantrieb, das ESP lässt sich abschalten. Du kannst sogar driften mit dem Auto. Es macht einfach nur Spaß und sieht auch phänomenal gut aus. Und das absolut Coole dabei ist, Cupra Österreich legt zu jedem Born eine Ladestation dazu, eine Wallbox. Wer die nicht will, kriegt für 600 € extra einen mobilen Charger, mit dem man dann überall laden kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin richtig glücklich. Ich freue mich jetzt auf den Schnitt dieses Videos und verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert gerne den Kanal, dann kann ich künftig noch mehr dieser Videos bringen. Bis dahin, macht es gut, euer Raphael.